In diesen Tagen laufen die 100 Tage des amerikanischen Präsidenten ab und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn er es bis dahin nicht hinkriegt, dann lässt er von der Sache Ukraine vielleicht komplett ab. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ganz im Gegenteil. Also die Europäer haben es geschafft und da spielt Deutschland eine gute Rolle, eine herausragende Rolle. Diese Arbeit begleiten wir jetzt schon inhaltlich. Diese Arbeit werden wir in der nächsten Woche, sollten wir die Regierung in der Tat dann nach der Wahl des Bundeskanzlers übernehmen, fortsetzen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Haltet euch fest, der neue Außenminister in Spe, Johann Wadepool, feiert gerade die deutsche Rolle bei Friedensverhandlungen mit Russland und der Ukraine. Das Problem? Deutschland ist da überhaupt nicht eingeladen, nicht mal am Katzentisch. Und trotzdem verkauft er uns das als diplomatischen Erfolg. Willkommen im Kino. Hauptrolle, Selbsttäuschung made in Berlin. Das hier müsst ihr euch anschauen. Auf geht's. Sind sehr interviewfreudig gewesen, auch oft bei Phoenix. Und jetzt kann man sagen, der neue Außenminister steht bei mir. Woher kommt diese enge Verbindung zwischen Husum, Schleswig-Holstein und Brilon, Sauerland? Naja, Friedrich Merz und ich haben eine tiefe Prägung in der CDU, die sich ja von Anfang an, wenn Sie an die ersten Jahre Adenauers zurückdenken, aber das hat sich dann fortgesetzt über Kohl und Merkel, als eine außenpolitische Partei verstanden hat, als eine Partei mit einer europäischen Vision der Einigung Europas und natürlich immer auch als eine Partei, die ganz starke transatlantische Bindungen in die USA hatte. Und insofern haben wir uns da ganz automatisch zusammengefunden und wurden natürlich auch durch die Ereignisse, durch die Bedrängnisse, die wir alle miteinander erfahren, zusammengeschmiedet. Sie waren ja jetzt fleißig unterwegs in den letzten Tagen, auch in Europa. Mit verschiedenen Außenministern haben Sie gesprochen. Friedrich Merz, das wird bemängelt, war nicht bei der Beerdigung des Papstes. Und da gab es tatsächlich einen diplomatischen Move. Da waren viele beteiligt und das wird allgemein kritisiert. Warum ist Friedrich Merz da nicht hingefahren? Das weiß ich nicht ganz genau. Ich kann nur Folgendes sagen. Ich weiß, dass er eine enge Bindung zur katholischen Kirche selber hat als Katholik, dass er allerdings auch sehr darauf achtet, in der jetzigen Phase, wo die Sozialdemokraten dem Vertrag noch gar nicht zugestimmt haben, wo er noch nicht gewählt ist, auch nur die Rolle einzunehmen, die ihm formal zusteht. Und ich kann Ihnen als evangelischer Christ sagen, dass ich meinen Besuch in Rom in der letzten Woche auch genutzt habe für einen kurzen Besuch im Petersdom, um vom Heiligen Vater Abschied zu nehmen. Herr Wadepool, kann es sein, dass wir Deutschen, die deutschen Initiativen gar nicht mehr gebraucht werden, wenn man erstmal im Amt ist, ab Dienstag kommender Woche, so bitter es ist? Denn in diesen Tagen laufen die 100 Tage des amerikanischen Präsidenten ab und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn er es bis dahin nicht hinkriegt, dann lässt er von der Sache Ukraine vielleicht komplett ab. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ganz im Gegenteil. Also die Europäer haben es geschafft und da spielt Deutschland eine gute Rolle, eine herausragende Rolle, die Amerikaner in den Verhandlungsprozess zu integrieren. Nicht zuletzt ja deutlich geworden durch das Gespräch, was Präsident Trump mit Präsident Zelensky im Petersdom geführt hat. Diese Arbeit begleiten wir jetzt schon inhaltlich. Diese Arbeit werden wir in der nächsten Woche, sollten wir die Regierung in der Tat dann nach der Wahl des Bundeskanzlers übernehmen, fortsetzen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Format. Und übrigens nur für den absolut schlimmsten Fall, dass die Amerikaner, was ich nicht erwarte, die Verhandlungen verlassen sollten, dann haben wir erst recht eine noch viel größere Verantwortung und Funktion an der Seite der Ukraine. Denn wir werden es natürlich definitiv nicht zulassen, das hat ja Friedrich Merz hier auch noch einmal gesagt, dass der Ukraine einen Friedensschluss oder die Bedingungen der Beendigung von Kampfhandlungen diktiert werden. Also ich glaube, ganz im Gegenteil, die wirklich entscheidende Zeit, die kommt jetzt erst.
Das ist spannend. Gerhard Schröder hieß der Mann und das war nicht der SPD-Kanzler, der vor gut 60 Jahren der letzte Außenminister der CDU war. Jetzt sind Sie das mit einem CDU-Kanzler, Friedrich Merz. Wir kennen das von Angela Merkel. Die Außenminister hatten da nicht so viel zu sagen. Haben Sie da irgendwelche Sorgen, dieses große Erbe anzutreten und auch, dass Sie vom Bundeskanzler da auch genug Platz bekommen? Nein, das wird eine große Rolle des Auswärtigen Amtes in den nächsten Jahren geben. Das geben schon die Ereignisse vor und die Zahl bedauerlicherweise der Konflikte und Probleme, die wir auf der Welt haben. Ich will durchaus in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass die Kollegin Baerbock mit dem Thema der Klimaverhandlungen einen großen neuen Punkt eingebracht hat, auch in die Arbeit des Auswärtigen Amtes, der erhalten bleiben sollte. Also ich habe überhaupt gar keine Sorge. Ich habe ein 100%iges Vertrauensverhältnis des Bundeskanzlers zu ihm, er zu mir. Wir werden Außenpolitik aus einem Guss machen. Das wird beide Institutionen stärken. Das Kanzleramt, den Bundeskanzler, aber auch das Auswärtige Amt und den Außenminister. Und darum geht es im Kern ja noch nicht einmal, sondern es geht ja darum, dass Deutschland, die deutsche Regierung, eine gute Rolle spielen kann im europäischen Interesse. Frau Baerbock hat durchaus eine eigene Handschrift da gesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Olaf Scholz hat sie da auch sehr gewähren lassen. Was bleibt denn von der feministischen Außenpolitik bei Ihnen dann übrig? Naja, was von der Arbeit meiner Vorgängerin, die sie möglicherweise dann ja sein wird, nächste Woche übrig bleibt, das sollen bitte andere bewerten. Ich habe in der Zeit mich bemüht und auch das Gefühl gehabt, dass wir vernünftig auf vielen Gebieten zusammengearbeitet haben. Sie hat erstaunlicherweise die Ukraine-Politik in sehr klarer und harter Position vertreten. Für eine grüne Politikerin hätte man das vor einigen Jahren so nicht erwartet. Ich bin auch absolut überzeugt, dass die Art und Weise, wie Frauen an manche Themen herangehen, eine zu geringe Wertschätzung erfahren hat in der Vergangenheit. Ich bin auch der Auffassung, dass im Auswärtigen Amt Frauen mehr und schneller verantwortungsvolle Positionen wahrnehmen müssen. Da haben wir auch gemeinsame Schnittmengen. In anderen Bereichen unterscheiden wir uns aber auch. Frauen ist mein Stichwort für den Schluss. Außenminister zu sein bedeutet, wahnsinnig viel unterwegs zu sein. Sie sammeln Miles and More ohne Ende. Haben Sie mit Ihrer Frau, denke ich mal, vorher darüber gesprochen und wissen Sie beide schon, was das für Sie bedeuten wird? Das können wir nicht 100%ig wissen. Das ist auch für meine Frau und mich, auch für unsere Familie natürlich ein neues Experiment. Aber wir sind gut gewappnet. Ich kann Ihnen verraten, dass ich meine Schulfreundin geheiratet habe. Und insofern gibt es da eine gewisse Beständigkeit und gegenseitige Verlässlichkeit. Aber sicherlich wird sie mir das ein oder andere Mal auch Hinweise geben, dass weniger vielleicht auch mehr ist. Was zum Teufel redet dieser Mann da bitte? Wadepool, der neue CDU-Außenminister in Spe, erklärt ernsthaft, Deutschland würde bei Friedensverhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA mit am Tisch sitzen, als ob wir da irgendwas zu sagen hätten. Freunde, wir sitzen nicht mal am sogenannten Katzentisch. Wir sind nicht mal im Raum. Die USA verhandelt. Die Ukraine sitzt dabei, Russland ist im Spiel und Deutschland wird maximal informiert, wenn es durch ist oder wenn die Rechnung kommt. Und trotzdem stellt sich dieser Mann hin und lobt sich und seine CDU-Truppe in den Himmel. Eigenlob stinkt, Herr Wadefuhl. Ist das jetzt Baerbock in männlich, die gleiche Märchenwelt, die gleiche Realitätsverweigerung, nur diesmal mit CDU-Logo? Das ist keine Außenpolitik, das ist Polit-Kabarett. Der Mann ist ein Blender und das hier ist sein großer Auftritt und der geht voll nach hinten los. Und jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr über dieses Interview mit Wadepool? Glaubt ihr, Deutschland spielt bei diesen Friedensgesprächen wirklich eine Rolle oder sind wir nur wieder die Zahlmeister im Hintergrund? Schreibt's in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir schauen weiter genau hin, denn solche Auftritte darf man nicht einfach durchwinken. Bis zum nächsten Mal. Thank you.